Es geht dabei nicht darum, zu sagen, was ist eine gute Entscheidung, was ist eine schlechte Entscheidung, sondern einfach nur, wie kann ich einen Prozess gestalten, eine Entscheidung gut zu treffen. Will ich den neuen Job annehmen, auch wenn ich dafür in eine andere Stadt ziehen muss? Will ich heiraten? Will ich nicht heiraten? Will ich die Person heiraten oder lieber auf eine andere warten? Wir treffen ganz viele Entscheidungen in unserem Leben und ich dachte, es ist vielleicht eine gute Idee, einfach mal drauf zu schauen, wie denn dieser Entscheidungsprozess aussieht. Es gibt Untersuchungen, die sagen, wir treffen bis zu 35.000 Entscheidungen am Tag. Damit ist auch gemeint, dass es ganz viele Entscheidungen gibt, die wir nicht so richtig bewusst treffen. Stell dir vor, du bist in einer großen Menge an Menschen unterwegs. Du triffst tausende von Entscheidungen. Gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, weiche ich aus, da höre ich ein Geräusch, wie reagiere ich auf das Geräusch? Und die werden irgendwie unbewusst getroffen. Oder auch, ziehe ich das Oberteil an oder das Oberteil, welche Schuhe passen dazu? Ganz viele kleine Entscheidungen. Um die soll es natürlich nicht gehen. Sondern die Frage ist eher, wie gehe ich mit den großen Entscheidungen um, die mein Leben auch nachhaltig irgendwie beeinträchtigen oder beeinflussen. Und bei den wichtigen Entscheidungen haben wir vermutlich auch ein kleines bisschen mehr Zeit, die zu treffen. Und deswegen würde ich das Ganze tatsächlich unterteilen in einen Teil, wie bereitet man so eine Entscheidung gut vor? Und den zweiten Teil, wie treffe ich dann wirklich diese Entscheidung? Vorbereitung ist natürlich alles. Im Endeffekt ist das eine Art Risikomanagement. Ich schaue mir an, was kann denn bei meiner Entscheidung, was ist denn davon alles betroffen? Ähm, Was passiert? Ich versuche eine Art von Vogelperspektive einzunehmen, mal drauf zu schauen, was sich denn alles an Konsequenzen daraus ergibt. Und gehen wir mal davon aus, es ist eine ganz einfache Entscheidung, machen oder nicht machen. So, für die kennen die meisten Leute vermutlich, dass es eine gute Idee ist, mit einer Pro-Kontra-Liste anzufangen. So intuitiv denke, dass mindestens aus irgendwelchen US-amerikanischen Serien kennt man das, da wird eine Pro-Kontra-Liste gemacht. Das Ganze kann man natürlich auch für mehr als eine Option machen, für die man sich entscheiden kann. Rot, grün oder blau. Und für die Entscheidung kann man dann genauso für jede einzelne Möglichkeit, die sich als Entscheidungsoption ergibt, aufschreiben, was spricht dafür und was spricht dagegen. Wenn es Entscheidungen sind, die man sehr gut vergleichen kann, das ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel dafür, ähm, ziehe ich den blauen, den grünen oder den roten Schlips an, kann ich auch bestimmte Kriterien einfach für alle Sachen vergleichen, indem ich es in eine Art Matrix packe. Meine Optionen und dann die einzelnen Kriterien, nach denen ich das unterteilen möchte, diese Sachen dann zusammentragen und wirklich viel Arbeit auch da reinstecken, wenn das eine sehr wichtige Entscheidung ist. Da gehört auch dazu, dass man sich vielleicht zu einem Brainstorming hinsetzt, ein paar Gedanken macht, alles zusammenträgt nach Möglichkeit, was sich irgendwie ergeben kann. Hilfreich ist auch, andere Leute zu fragen, im Internet zu recherchieren. Die meisten Entscheidungen, die wir so selbst treffen, die haben andere Leute auch schon irgendwie getroffen. Heutzutage muss man auch ergänzen, dass es auch sinnvoll ist, vielleicht ChatGPT zu fragen. Einfach nur um die Breite an Möglichkeiten, was überhaupt denkbar ist, äh, abzuchecken. Helfen kann es auch, bewusst nach Alternativen zu suchen. Sich zu überlegen, was kann denn noch vielleicht als Option da sein? Die Welt ist meistens nicht schwarz-weiß, sondern vielleicht findet man auch einen Grauton, der viel besser passt sogar. Es geht nicht darum, irgendeinen faulen Kompromiss zu machen, wo man eigentlich noch weniger zufrieden ist als mit den Nachteilen der einen oder der anderen Lösung, sondern manchmal lässt sich eine Möglichkeit finden, die Vorteile von beiden in sich vereint, ohne die Nachteile zu haben. Und helfen kann es auch, ähm, eine Art Vogelperspektive einzunehmen und einfach mal zu schauen, was gibt es denn vielleicht auch noch für absurde Alternativen. Ähm, Will ich mir ein Auto kaufen oder will ich lieber mit der Bahn fahren? Vielleicht ist auch eine Option zu laufen, zum Marathonläufer zu werden und zu jedem Geschäftstermin einfach ähm, hinzulaufen. Einfach mal drauf zu schauen, was es denn noch für Möglichkeiten gibt, um den Raum an Möglichkeiten wirklich sich bewusst zu machen, eine andere Perspektive einzunehmen. Das hilft, um ein klareres Bild zu bekommen. Was auch hilft, um mehr Klarheit zu erhalten, ist
die Entscheidungsfrage, die ich habe, ganz sauber aufzuschreiben, ganz klar zu formulieren. Was ist es, was ich eigentlich entscheiden möchte? Häufig sind es Dinge, die wir nicht berücksichtigen, die uns auffallen, wenn wir die Frage aufschreiben. Will ich mir ein Auto kaufen? Oder will ich mir dieses Auto kaufen? Ist eine sehr gute Frage. Wenn ich die ein kleines bisschen spezifiziere, will ich mir dieses Auto jetzt kaufen? Will ich mir dieses Auto nach der nächsten Gehaltserhöhung kaufen? Oder will ich mir dieses Auto kaufen, wenn der Nachfolger auf dem Markt ist? Macht die Entscheidung zu einer ganz anderen. Auch da wieder, wenn ich an die Alternativen denke, die ich noch habe. Vielleicht will ich gar kein Auto, vielleicht will ich auch stattdessen eine Bahncard, was mir dann auffällt, wenn ich die Frage klar formuliere. Muss es denn dieses Auto sein? Und alleine mit dieser Frageformulierung erhalten wir mehr Klarheit und wissen eigentlich, worum es eigentlich geht. Und da passiert auch was im Unterbewusstsein. Und das sollten wir uns zunutze machen. Wie gesagt, diese ganze Vorbereitung ist eigentlich nur der erste Schritt für die Risikominimierung. Wenn ich alle Risiken kenne, weiß ich auch, dass ich denen gegensteuern kann. Wenn ich weiß, was passieren kann, dann bin ich besser vorbereitet. Also auch eine Überlegung könnte es sein, was passiert im besten Fall? Was ist das Beste, was passieren kann, wenn ich diese Entscheidung treffe, mich für diese Option entscheide? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Angenommen, ich ziehe in eine neue, oder ich möchte einen neuen Job annehmen, muss dazu in eine andere Stadt ziehen und dann gefällt mir der Job nicht. Diese Entscheidung, also so als das wäre quasi das Worst-Case-Szenario, das sollte ich im Blick behalten, bevor ich so eine Entscheidung treffe. Jetzt geht es darum, die eigentliche Entscheidung zu treffen. Jetzt habe ich mich vorbereitet, alles Mögliche getan, was ich tun kann, alle Informationen zusammengetragen, die ich habe. Und nun geht es darum, wirklich die Entscheidung zu treffen. Da können uns ein paar Gedankenexperimente sehr gut dabei helfen. Mit Gedankenexperimenten meine ich, dass ich mir zum Beispiel vorstellen kann, wie wird diese Entscheidung sich denn für mich anfühlen in einer Woche, in einem Jahr, in 10 Jahren. Also wirklich also unterschiedliche Zeiträume betrachte, wo diese Entscheidung dann auch irgendwie noch einen Effekt auf mein Leben hat. Mag vielleicht auch ein bisschen makaber klingen und für einige kein gutes Thema sein, aber angenommen, du hast nur noch ein Jahr zu leben. Würdest du die Entscheidung dann jetzt treffen? Auch das kann helfen, Klarheit zu schaffen, ob diese Entscheidung tatsächlich jetzt, ob das eine Option ist, für die du dich entscheiden möchtest oder nicht. Sehr hilfreich finde ich auch, eine Münze zu werfen und sich dann zu überlegen, mit der Option, die dann bei dem Münzwurf rauskam, leben zu müssen. Wenn wir uns da wirklich rein versetzen, wie sich das anfühlt, passiert meistens im Körper schon eine ganze Menge an unbewussten Entscheidungen oder unbewussten Prozessen, die uns ganz klar machen, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist. Aber ein Beispiel ist wirklich, dass ich feststelle, dass in meinem Körper sträubt sich alles dagegen, diese Entscheidung zu treffen. Und dann weiß man einfach, das ist nicht die man treffen möchte. Jetzt muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen. Wir treffen unsere Entscheidungen häufig mit dem Kopf, glauben wir. Es gibt aber noch andere Systeme im Körper, die ganz gut mitspielen, was das angeht. Einige kennen vielleicht auch den Begriff Bauchgefühl. Man soll jetzt nicht Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen, aber das mit einzubeziehen ist definitiv ein wichtiger Aspekt. Wir haben auch so eine Art emotionales Erinnerungsgedächtnis, wo gespeichert wird, ob wir denn in vergangenen Situationen mit uns damit gut gefühlt haben oder nicht mit so einer Entscheidung. Und das mit einzubeziehen, ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Eine Möglichkeit ist, sich das auch zunutze zu machen. Das rationale Argument, da kann man vermutlich sagen, ich bin zu 100% überzeugt, das ist die richtige Entscheidung. Und es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, den ich explizit versuchen kann für mich anzusprechen und herauszufinden, wenn ich mir die Frage stelle, wie viel sträubt sich denn in mir dagegen? Also diese beiden Sachen nebeneinander zu stellen. Und wenn ich weiß, ich bin zu 90% dafür, das umzusetzen und merke aber gleichzeitig für diese Lösung, es sträubt sich in mir auch, nehmen wir an, wir passen es auf eine Skala von 0 bis 100,
es sträubt sich zu 70% etwas dagegen, dann ist es keine gute Entscheidung. Dann sollten wir die so nicht treffen. Im Idealfall betrachten wir diese beiden Sachen separat und schauen, dass wir einfach zu 90% dafür sind und dass sich das, was sich dagegen sträubt in uns, dass dieser Anteil, den wir gezielt betrachten, kleiner als 10% bleibt. Ich denke, dann ist das eine Entscheidung, hinter der wir auch stehen können. Und ich denke, das ist auch einer der wichtigen Punkte, dass wir die Entscheidung dann auch umsetzen. Wir müssen davon überzeugt sein, dass es eine gute Entscheidung ist. Wenn wir feststellen, dass es keine so gute Entscheidung ist, dann ist es vielleicht auch nochmal an der Zeit, wieder ans Zeichenbrett zurückzugehen und zu überlegen, ob ich meine Entscheidungsfrage nochmal anders formulieren kann. Vielleicht doch nochmal nach Entscheidung zu schauen. Vielleicht ist dann der Zeitpunkt auch noch gar nicht der richtige, um diese Entscheidung zu treffen. Aber Zeitpunkt ist das richtige Thema. Wann treffe ich dann eine Entscheidung? Bestimmte Entscheidungen müssen aus dem Bauch und sofort heraus getroffen werden. Stell dir vor, du stehst am Herd, rührst gerade irgendwas ein, es ist kurz vorm Brennen, du musst jetzt weiter rühren, nehmen wir an Mehlschwitze und es klingelt an der Tür. Was machst du? Machst du es aus? Dir passiert es vielleicht, dass deine Zubereitung dadurch scheitert, dass es klumpt und du es nie wieder hinkriegst? Oder lässt du es an der Tür klingeln, ohne zu wissen, das sind Entscheidungen, die treffen wir aus dem Bauch heraus, da machen wir keine großen Entscheidungsprozesse dahinter. Schwierigeres Beispiel ist es in einer Unfallsituation, sich zu entscheiden, was mache ich als erstes. Das sind wahrscheinlich auch Dinge, die man trainieren muss, deswegen werden auch Erste-Hilfe-Kursen wird einem näher gebracht, was zu tun ist bei einer Unfallsituation, dass man es eigentlich abrufen kann, dass es zu einer Gewohnheit wird, schnell abrufbar ist. Wie treffe ich, welche Entscheidungen sind zu treffen? Das fällt uns nicht immer leicht im Alltag. Und bei bestimmten Entscheidungen, die ich nur einmalig treffe, ist es auch gar nicht nötig, da irgendwie eine Routine zu entwickeln. Und für die ist es auch wichtig, diesen Zeitaspekt nochmal zu berücksichtigen. Über den Tag hinweg nimmt unsere Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, ab. Wir haben eine Art begrenztes Entscheidungsvolumen und je mehr Entscheidungen wir getroffen haben, desto weniger ist davon eigentlich übrig. Das heißt, die schwierigen Entscheidungen sollte ich nie abends treffen. Für die schwierigen Entscheidungen ist es gut, sie zu treffen, wenn ich entspannt bin, weil auch die Emotionen, die in dem Zeitpunkt in mir vorherrschen, haben Auswirkungen auf die Entscheidung. Das heißt, ich sollte sie auch nicht treffen, wenn ich verärgert bin. Wahrscheinlich kennst du diesen Rat, wenn du verärgert bist, einfach eine Nacht drüber zu schlafen und dann nochmal drauf zu schauen. Ich denke, das ist gerade bei weitreichenden Entscheidungen wichtig. Im Idealfall suchst du dir für eine schwierige Entscheidung, machst einen Termin mit dir aus und sagst, den nehme ich mir Samstagvormittag mit einer guten Tasse Kaffee. Ich setze mich draußen in den Park und werde meine Entscheidung treffen. In einer guten Atmosphäre, in einer guten Stimmung, so dass es dir an nichts fehlt. Und dann bist du wahrscheinlich auch zufriedener mit dem Ergebnis, weil du wirklich, wenn du dich vorbereitet hast, all diese Schritte unternommen hast, von denen ich gerade erzählt habe, du zu einer guten Entscheidung kommen wirst. Es ging halt nicht darum, eine gute Entscheidung zu treffen, sondern darum, einen guten Prozess zu haben, wie ich Entscheidungen treffe. Es kann passieren, dass du nach deiner Entscheidung feststellst, ein Jahr später oder 2 Jahre später, was war das für eine doofe Entscheidung, die ich da getroffen habe. Auch das gehört dazu. Selbst wenn einige Entscheidungen unser Leben verändern, keine Entscheidung, die wir treffen, ist für immer. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns auch umzuentscheiden. Da ist auch nichts schlimm dran. Das mögen vielleicht die Eltern manchmal anders sehen. In der heutigen Zeit ist es wahrscheinlich sogar ein Zeichen von Stärke, auch in der Lage zu sein, für sich festzustellen, okay, die Entscheidung war nicht gut. Ich mache es zukünftig anders. Das Wichtigste ist, daraus zu lernen. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, auch den eigenen Entscheidungsprozess zu verbessern. Vielleicht sogar zu reflektieren, warum die Entscheidung nicht gut war. Jetzt, wo wir uns die beiden Teile angeschaut haben, also Vorbereitung und wirklich das Treffen der Entscheidung, ist eigentlich nicht viel mehr zu tun. Du kannst dir jetzt überlegen, ob du eine Entscheidung hast, die du treffen musst, was das richtige Setting wäre, in der du diese Entscheidung triffst, zu welcher Zeit. Hast du deine Frage, was du entscheiden willst, sauber aufgeschrieben? Hast du alles getan, was du an Vorbereitungen tun kannst, um genau zu wissen, was sind die Alternativen? Habe ich alle Fakten berücksichtigt? Hast du dir Zeit genommen,
dich in die Zukunft zu versetzen und deine Entscheidung mal aus dem Blick rückwirkend zu betrachten, nach dem Motto, ich bin am Ende meines Lebens und blicke zurück, war das eine gute Entscheidung? Und immer die Frage auch, die du dir selber stellen kannst, was passiert im schlimmsten Fall? Ich glaube, nichts ist so schlimmer als unentschieden zu bleiben oder sich nicht zu entscheiden, wenn es eigentlich drängend ist. Wenn dir das in dem Video weitergeholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du das Video likest oder vielleicht sogar den Kanal abonnierst, um auch über neue Videos informiert zu werden. Und mich würde interessieren, was deine großen Entscheidungsprobleme der Vergangenheit waren, wie du gute Entscheidungen getroffen hast und würde mich freuen, wenn du das in die Kommentare schreiben könntest.